Der VanEck Vectors Morningstar US-Wide Mode ETF ist ein ETF, der im Hintergrund einen aktiv gemanagten Index abbildet. Dieser Index legt den Fokus auf Unternehmen, die ein gutes Morningstar Mode Rating besitzen und die aktuell ein attraktives Preis-zu-Fair-Value-Verhältnis mitbringen. Was das für die Aktienauswahl dieses US-fokussierten ETFs bedeutet und wie sich der ETF in der Vergangenheit geschlagen hat, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei! Vielen Dank an Jan Engelmann, AG, Leon Speth, Fabian Marquardt, Dominik Dörr und Martin Klemer für eure Unterstützung als Kanalmitglieder. Wenn auch du erfahren möchtest, welche Vorteile du als Kanalmitglied hast, klick unter dem Video auf den Button Mitglied werden. Der VanEck Vectors Morningstar US Wide Mode ETF basiert auf dem Morningstar Wide Mode Focus Index, der durchschnittlich ca. 40 Aktien enthält. Das ist verhältnismäßig wenig, aber es ist auch sehr interessant, wie diese Aktienauswahl zustande kommt. Die Aktien stammen gemäß des Namens ausschließlich aus den USA, demzufolge sieht natürlich auch so die Länderverteilung aus. Neben der Länderzugehörigkeit müssen die 40 Aktien im ETF natürlich noch andere Kriterien erfüllen. Die Unternehmen, die aufgenommen werden sollen, müssen langfristige Wettbewerbsvorteile für 20 Jahre oder länger besitzen. Wettbewerbsvorteile sind beispielsweise Wechselkosten, immaterielle Vermögenswerte, Netzwerkeffekte, Kostenvorteile und eine effiziente Skalierung. Ein Research-Team von Morningstar, dem Indexanbieter hinter diesem ETF, bewertet die US-Unternehmen auf Basis dieser Wettbewerbsvorteile. Das zeigt auch, dass der Index und ETF definitiv kein reines passives Anlageinstrument sind, sondern man sich hier auf das Research-Team von Morningstar und deren Analysen und Analysten verlassen muss. Wie genau sie anhand der sogenannten Economic Mode Strategie, inspiriert von Warren Buffett, diese Wettbewerbsvorteile der Unternehmen auswerten, schauen wir uns in der Prognose noch genauer an. Der zweite Faktor, auf den hier Wert gelegt wird, ist das Verhältnis des aktuellen Preises der Aktie zu seinem Fair Value, welches natürlich möglichst niedrig sein soll. Der Fair Value einer Aktie lässt sich auf viele unterschiedliche Weisen berechnen. Kurz gesagt versucht man hier anhand der historischen Daten, beispielsweise anhand des Cashflows oder des operativen Gewinns oder anhand von Dividenden oder ähnlichem, einen fairen Preis für eine Aktie für die nahe Zukunft zu berechnen. Das geht vor allem bei konstant wachsenden Unternehmen. Bei Unternehmen wie Tesla, die deutliche Schwankungen in ihrer Entwicklung vorzuweisen haben, ist die Fair Value Methode eher irreführend. Das bedeutet auch, dass hier tendenziell eher gestandene oder zumindest robuste Unternehmen im Wachstum, also zum Beispiel Quality- oder Value-Werte enthalten sein werden, zu denen eben eine Menge an historischen Daten vorliegt. In der Nachhaltigkeit schneidet der ETF eher schlecht ab. Im ISS ESG Fund Rating erhielt der ETF hier lediglich 2 von 5 Sterne. Die 10 größten Aktien des ETFs machen dabei in etwa 26,3% des Gesamtportfolios des ETFs aus und sind damit zwar ausschlaggebend für den Kurs des ETFs, da bei ca. 40 Aktien die Top 10 aber bei einer Gleichverteilung ohnehin 25% ausmachen würden, erkennt man hier schon, dass der Index hinter dem ETF dem Prinzip Equal Weight, also Gleichgewichtung, folgt. Das heißt, nach jedem Rebalancing ist jede der 40 Aktien im ETF gleich stark gewichtet mit ca. 2,5%. Grundsätzlich spielt aber die Marktkapitalisierung der einzelnen Aktien keine Rolle bei der Gewichtung. Alle 40 werden eben gleich stark behandelt und gewichtet, wenn sie eben die oben genannten Faktoren erfüllen. Die Sektorverteilung ist ebenfalls begrenzt. Die maximale Gewichtung eines einzelnen Industriesektors ist auf die entsprechende Gewichtung in der Benchmark, dem Morningstar US Market Index, begrenzt und sie darf maximal 10% höher sein als dieser, beziehungsweise die Gewichtung in diesem US Mode Index darf maximal 10% höher sein als die Gewichtung eines Sektors im Morningstar US Market Index, oder insgesamt darf der Sektor maximal 40% des Index ausmachen, je nachdem welcher dieser beiden Werte höher ist. Der Gesundheitssektor führt daher in diesem ETF aktuell mit knapp 20% Anteil vor dem IT-Sektor, der auf 16,5% kommt. Für Fans von Small Caps ist dieser ETF definitiv nichts. Mehr als 93% der Aktien im ETF sind sogenannte Large Caps, also Unternehmen mit einer großen Marktkapitalisierung. Die beinahe 7% Mid-Caps sind zu vernachlässigen. Schauen wir uns exemplarisch für den ETF die 10 größten Titel, das sind ja immerhin ein Viertel des gesamten Portfolios, etwas genauer an. Was auffällt, die Giganten Amazon, Alphabet, Microsoft und Co. sind natürlich dabei. Volatile und stark wachsende und im Fair Value schlecht abbildbare Aktien wie Tesla sind zum Beispiel nicht dabei. Apple allerdings auch nicht, vielleicht aufgrund seines Preises im Verhältnis zum Fair Value. Die Kriterien und die Aktienauswahl ist also nicht sonderlich leicht nachvollziehbar. Aufgrund der Gleichgewichtung der Aktien nach jedem Rebalancing haben aber eben auch Unternehmen, die in einem kurzen Zeitraum etwas stärker wachsen, die Chance, kurzfristig in den Top 10 des ETFs zu erscheinen, wie ServiceNow oder Cheniere Energy.
Prinzipiell sind die Top 10 aber weniger wichtig, da praktisch alle Aktien ohnehin annähernd die gleiche Wertigkeit besitzen. Das Umsatzwachstum der Top 10 Aktien ist durchaus gut. 2020 standen plus 15% zu Buche, trotz Corona. 2016 waren es hier bei den Top 10 sogar plus 57%. Vor allem Amazon, Salesforce und ServiceNow sorgten 2020 für gute Zahlen, während Philip Morris konstant langsam bis gar nicht wächst und auch die kleineren Unternehmen hier im Ranking teilweise auch weniger wachsen. Im EBIT, also im operativen Gewinn, sehen wir starke Schwankungen, da einige Aktien in den Top 10 eben noch sehr niedrigere, in absoluten Zahlen gesehen, operative Gewinne erzielen, sind die Zahlen so stark schwankend. Von plus 491% 2017 aufgrund des noch sehr geringen Gewinns bei Cheniere Energy bis hin zu minus 116% 2020 wegen des starken Rückgangs bei Guidewire Software ist hier alles dabei. Die EBIT-Margen sind durchschnittlich bei ca. 15%. 2015 hat Cheniere Energy den Durchschnitt nach unten gezogen. Die Margen bei Facebook und Microsoft sind hier die besten, während einige Unternehmen am Rande der Profitabilität kratzen. Bei Amazon kompensiert der enorm hohe Umsatz natürlich die relativ schlechten Margen. Das durchschnittliche KGV, also Kurs-Gewinn-Verhältnis, leidet unter Cheniere Energy, Salesforce, ServiceNow und Guidewire Software, die durch ihre enorm hohen KGVs in den letzten Jahren und auch teilweise verlustreichen Vorgängerjahren den Durchschnitt extrem nach oben ziehen. Wir sehen nur, dass hier auch viele Titel enthalten sind, die extrem hoch im Verhältnis zu ihrem Gewinn bewertet sind. Bei nur 40 Aktien im ETF ist das in jedem Fall ein Risiko, auch wenn der Index vierteljährlich angepasst wird. Bis auf Philip Morris und Microsoft schüttet hier in den Top 10 kein Unternehmen eine nennenswerte Dividende aus. Da gerade bei Philip Morris die Dividende sehr hoch ist, kommen wir hier im Schnitt auf 0,6 bis 0,8% bei den Top 10 Aktien, was jedoch zu vernachlässigen ist, da der ETF thesaurierend ist. Summa summarum haben wir hier also keinen breit diversifizierten ETF, sondern einen ETF mit starkem US-Large-Cap-Fokus, dessen Index klar aktiv gemanagt wird. Die Aktien werden nach bestimmten Kriterien ausgewählt und sollen demnach alle starke Wettbewerbsvorteile besitzen, zumindest nach Ansicht der Morningstar-Analysten, deren Analysen sich natürlich jederzeit regelmäßig ändern können. Außerdem sind lediglich Aktien dabei, bei denen der sogenannte Fair Value greift, der bei Newcomern und schwankenden Aktien kaum einen Nennwert besitzt. Für mich persönlich sind die genannten Punkte eher abschreckend, daher gebe ich hier 2 von 5 Sterne. Für denjenigen, der hier der Strategie der Morningstar-Analysten folgen möchte, sind natürlich durchaus mehr Sterne drinnen. Folgt auf Instagram dem Kanal TechAktien. Der Kanal versorgt euch mit allen News rund um die Börsen dieser Welt und sorgt mit guten Memes auch immer wieder für gute Laune zwischendurch. Mit einem Fondsvolumen von 448 Millionen Euro liegt der VanEck Vectors Morningstar US-Wide Mode ETF relativ deutlich über der 100 Millionen Euro Grenze, ab der ein ETF als relativ rentabel gilt. Der ETF existiert seit Oktober 2015, also bald 6 Jahre, was schon eine längere Bestandsdauer in dieser Videoreihe ist. Eine Auflösung des ETFs ist daher unwahrscheinlich. Mit einer Gesamtkostenquote von 0,49% liegt dieser ETF gerade noch im Durchschnitt der Gesamtkostenquoten aller ETFs, der bei ca. 0,4 bis 0,5% liegt. So spielt dieser ETF beispielsweise nicht in einer Liga mit zum Beispiel verschiedenen MSCI World oder All World ETFs, die teilweise sogar bei unter 0,2% Gesamtkostenquote liegen. Daher ist die Ampel hier auf Gelb. Dieser ETF ist thesaurierend, demnach werden Erträge wie Dividenden oder Zinsen nicht an den Anleger ausgeschüttet, sondern sie wandern direkt zurück in den ETF und steigern so den Kurs des ETFs. Dieser ETF verfolgt die Strategie einer vollständigen physischen Replikation, bei 40 Aktien auch zu erwarten. Das heißt, der gesamte Bestand des Index wird im ETF 1:1 abgebildet. Hierbei weicht der ETF-Kurs allerdings auch regelmäßig vom Kurs des Index ab. Die durchschnittliche jährliche Abweichung von der Indexentwicklung, also die sogenannte Tracking-Differenz, seit 2016 bei diesem ETF betrug plus 1,08% pro Jahr. Damit war der ETF für die Anleger deutlich teurer, als es die Gesamtkostenquote suggeriert. Dies kommt auch daher, dass der Index vierteljährlich ziemlich stark angepasst wird, der ETF jedoch eher halbjährlich angepasst wird. Die Abweichung der ETF-Performance vom Indexkurs ist schon außergewöhnlich negativ. Insgesamt vergeben wir in der Kategorie Produktkriterien 2,5 von 5 Sterne. Zum einen ist die Gesamtkostenquote deutlich höher als bei vielen rein passiven ETF-Anlagen. Hinzu kommt die schlechte Tracking-Differenz von plus 1,08% pro Jahr im Schnitt, bei der ETF sich deutlich schlechter als der Index entwickelt hat.
Wir vergleichen heute den VanEck Vectors Morningstar US Wide Mode ETF mit der Standardanlage, die viele Anleger im Portfolio haben, nämlich mit dem Vanguard FTSE All World ETF, den wir hier auf diesem Kanal bereits analysiert haben, und später vergleichen wir ihn noch mit einem MSCI World ETF. Außerdem vergleichen wir unseren VanEck Vectors Morningstar US Wide Mode ETF mit dem iShares Core S&P 500 ETF, der natürlich ebenfalls einen starken US-Fokus besitzt. Selbiges gilt für den technologielastigen und sehr beliebten iShares Nasdaq 100 ETF. Als letztes haben wir noch den iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF mit dabei im Vergleich, den wir auch bereits auf diesem Kanal vorgestellt haben. Verlinkt auf dem i und in der Videobeschreibung. Im Vergleich seit Oktober 2015, was der längst mögliche Vergleichszeitraum dieser ETFs ist, da es den VanEck Morningstar US Wide Mode ETF noch nicht länger gibt, sehen wir, dass der Nasdaq ETF mit deutlichem Abstand die beste Rendite hingelegt hat. Kein Wunder, in den letzten 6 Jahren ging eine Branche in den USA besonders gut, nämlich die Tech-Branche. Das ist auch der Grund, warum der US Wide Mode ETF von VanEck ebenfalls sehr gut lief, weil er eben sehr US-lastig und vor allem auch ein bisschen stark technologielastig ist. Der iShares Nasdaq ETF kommt auf über 220% Rendite, während der VanEck ETF auf immerhin 158% kommt. Der S&P 500 ETF lief ebenfalls recht gut und kam auf 122%, während der Quality ETF immerhin an der 100% Rendite kratzte und der All World ETF lediglich auf 90% kam. Wenn wir nur auf die letzten 12 Monate schauen, dann sehen wir, dass alle ETFs zwischen 30 und 35% Rendite erzielen konnten, wobei der Mode ETF in diesem Zeitraum die Nase vorn hatte. Da besonders große Zeiträume aber viel aussagekräftiger sind, schauen wir einmal auf einen Vergleich zwischen dem Morningstar Wide Mode Focus Index, also dem Index hinter unserem VanEck ETF, den wir hier in diesem Video angucken, und einem klassischen MSCI World ETF und einem All Country World Index ETF. Wir sehen über den Zeitraum seit 2009, also seit der Finanzkrise, dass der MSCI World und der Wide Mode Index praktisch gleich aufliegen. Während zu Beginn des letzten Jahrzehnts eher der World Index vorne lag, ist es jetzt eher der Mode Index, der stark auf- und überholt hat. Der All Country World Index kommt hier im Vergleich nicht mit. Dennoch, wie man hier erkennt, die kurzen Vergleichszeiträume, und auch wenn es 6 Jahre sind von 2015 bis heute, täuschen eben gewaltig. Klar, der VanEck Mode ETF performt richtig gut in letzter Zeit, dennoch kurz- und mittelfristig sogar schlechter als ein breit gestreuter und nicht aktiv gemanagter und mit einer geringeren Kostenquote verbundener Nasdaq ETF, und langfristig hält der VanEck ETF ungefähr die Performance des MSCI World. Für mich sind das immer noch in der Performance gute 3 von 5 Sterne. Aus meiner Sicht ist der kurzfristige Sprint zwar beeindruckend, in Kombination mit den Rahmenbedingungen aus den Kapiteln zuvor jedoch zu wenig. Blicken wir in der Prognose etwas genauer auf die Art und Weise, wie der Index hinter dem ETF seine Aktien auswählt. Der erste Punkt war die Bedingung, dass die Unternehmen langfristige Wettbewerbsvorteile besitzen müssen, um in den Index aufgenommen werden zu können. Diese Wettbewerbsvorteile sind unter anderem Wechselkosten. Wechselkosten sind Kosten, die dem Kunden entstehen, wenn er von einem Produkt zum anderen wechselt, also von einem anderen Anbieter. Am Beispiel von Apple: Wenn ich ausschließlich Geräte wie iPhone, Macs mit iOS-Betriebssystemen besitze, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich zeitnah auf Android oder Windows umsteige, geringer. Es würde mich als Kunden Zeit kosten, mich an das neue Umfeld zu gewöhnen und tatsächlich alles auch umzuspeichern. Tatsächlich scheint dieser Wettbewerbsvorteil bei Apple aber aktuell nicht auszureichen, denn Apple ist ja gar nicht im Mode Index enthalten. ServiceNow, die ja Webanwendungen im CRM-Bereich zum Beispiel anbieten, besitzen aber beispielsweise ebenfalls diesen Vorteil. Wenn ich als Kunde beispielsweise zu einem anderen Anbieter wechseln möchte, muss ich in der Regel einen sehr großen Wandel innerhalb meiner Organisation durchführen, weswegen viele Unternehmen dann als Kunde gefangen bleiben könnten. Immaterielle Vermögenswerte können ebenfalls Wettbewerbsvorteile sein, beispielsweise besondere Lizenzen. Netzwerkeffekte sind Effekte, die eintreten, wenn mehr Nutzer ein bestimmtes Produkt nutzen. Beispielsweise leben Facebook, WhatsApp und Instagram natürlich davon, dass mehr Content kreiert wird und gesehen wird, je mehr Nutzer die Plattform nutzen, was natürlich die Akzeptanz, Werbemöglichkeiten und viele andere Faktoren erhöht. Einen Kostenvorteil erzielen Unternehmen zum Beispiel dadurch, dass sie durch besondere Gegebenheiten sehr günstig auf Ressourcen zugreifen können, und bei der effizienten Skalierung spielen auch Margen eine Rolle. Beim Beispiel von Facebook: Es ist nahezu egal, wie viele Nutzer Facebook hat. Die Kosten für die Plattform bleiben nahezu identisch, wohingegen ein Getränkemarkt zum Beispiel nicht unendlich viele Kunden bedienen kann, da dann auch seine Getränkelieferungen mitskalieren müssen. Das Research-Team von Morningstar, dem Indexanbieter hinter diesem ETF, das diese Analysen vornimmt und Unternehmen in dieser Hinsicht bewertet, kann sicherlich erklären, warum beispielsweise Apple aktuell nicht dabei ist, obwohl sie sicherlich einige Wettbewerbsvorteile besitzen.
Genau aber diese Nachvollziehbarkeit ist hier nicht gegeben. Wie jemand hier letztendlich die Wettbewerbsvorteile eines Unternehmens bewertet, unterliegt hier immer stark subjektiven Annahmen, die natürlich auch falsch sein können, denn keiner kann sagen, wie sich der Markt in Zukunft entwickeln wird. Das ist bei lediglich 40 Aktien im Portfolio natürlich schon ein größeres Risiko, als wenn man auf breit gestreute ETFs setzt. In diesem Schaubild erkennt man vereinfacht dargestellt, wie diese Wettbewerbsvorteile zustande kommen. Coca-Cola besäße beispielsweise immaterielle Vermögenswerte, weil die Marke so bekannt ist. Also die Marke ist hier der immaterielle Vermögenswert. Dr. Pepper Snapple beispielsweise nicht, weil die Marke nicht so gut skaliert. Oracle besitzt große Wechselbarrieren, weil die Kunden nicht so schnell zu anderen Datenbankanbietern wechseln können, während das bei Salesforce einfach möglich sei, weswegen deren Wettbewerbsvorteil in dieser Grafik von Morningstar gar nicht als so stark ausgeprägt bewertet wird. Hier sind noch weitere Beispiele aufgeführt, aber es wird schon deutlich, dass es zu einem gewissen Grad eben eine Ansichtssache ist, welches Unternehmen wo zugeordnet wird, wenngleich die Begründungen durchaus nachvollziehbar klingen. Obwohl Salesforce zum Stand dieser Grafik hier nicht als White Mode geführt wird, befinden sie sich mittlerweile im ETF und im Index. Für den einzelnen Käufer des ETFs ist es praktisch unmöglich, die Begründung zu jeder einzelnen potenziellen Aktie im US-Markt zum aktuellen Zeitpunkt zu kennen, warum sie eben drin ist oder eben nicht. Das muss man natürlich auch nicht alles wissen, aber man braucht eben das Vertrauen in die Morningstar-Mitarbeiter, dass ihre Bewertungen einem einen Renditevorteil bringen. Die Morningstar-Mitarbeiter nehmen sich zunächst den Morningstar US Market Index vor. Dieser Index enthält knapp 1400 Aktien, eben fast alle aus den USA. Die schauen sie sich dann eben alle an und gucken, wie ausgeprägt die Wettbewerbsvorteile eines jeden einzelnen Unternehmens sind, ob sie dann eben auch in die Kategorie White Mode fallen und schauen, wie der Fair Value der jeweiligen Aktie bewertet ist. Fair Value stellt anhand von historischen Daten im Verlauf einer Aktie und der Erwartungen für die kommenden Jahre einen Preis dar, den die Aktie in Zukunft wert sein müsste, wenn man die historischen Daten und die Wertentwicklung aus der Vergangenheit mit dem Wissen über die nahe Zukunft zusammenbringt. Letztendlich funktioniert das vor allem bei konstanten und nicht allzu stark schwankenden Aktien, was automatisch auch Kandidaten wie aktuell Tesla zurzeit noch aus dem Ranking bringt. Der Fair Value einer Aktie lässt sich auf viele unterschiedliche Weisen berechnen. Kurz gesagt versucht man hier anhand der historischen Daten, beispielsweise anhand des Cashflows, des operativen Gewinns, anhand der Dividende oder ähnlichem, einen fairen Preis für eine Aktie für die nahe Zukunft zu berechnen. Die ca. 40 Unternehmen, die derartige Wettbewerbsvorteile besitzen und die aktuell den geringsten Preis im Verhältnis zu ihrem Fair Value haben, werden gleichgewichtet in diesen Morningstar White Mode Focus Index aufgenommen, der wiederum alle 3 Monate angepasst wird und wiederum die Basis für den ETF darstellt. Auf gut Deutsch gesagt, dieser aktive Index ist für den Anleger schwer nachzuvollziehen und hat in der Vergangenheit natürlich davon profitiert, dass gerade die USA ein extremes Kurswachstum hingelegt haben. Zudem sind hier aufgrund der Anwendung des Fair Values fast ausschließlich Large Caps dabei, die wiederum natürlich in den zuletzt erfolgreichen Sektoren Healthcare und IT unterwegs sind. Zum einen kann der USA-Fokus natürlich in Zukunft zurückgehen, was den Aktienmarkt angeht. Zum anderen müssen die Morningstar-Analysten entsprechend schnell, wenn es um Sektorrotationen im Markt geht, ihre Bewertungen über die Wettbewerbsvorteile von den 1400 Unternehmen aktualisieren und den Index anpassen, was zudem natürlich immer subjektiven Ansichten in der Bewertung unterliegt. Kleinere Unternehmen werden wohl nicht in den Index aufgenommen, da der Fair Value dort nicht aussagekräftig ist. Zudem stellt sich die Frage, wie soll man den ETF jetzt in seinem Portfolio gewichten? Man muss hier schon akzeptieren, dass man bei diesem ETF phasenweise Giganten wie Apple und Tesla einfach nicht dabei hat. Stellt sich wiederum die Frage, ob man den White Mode ETF dann in einen MSCI World ETF einbindet, beziehungsweise eben mit einem MSCI World mischt, der wiederum nach Marktkapitalisierung gewichtet und die entsprechenden fehlenden Größen wieder mit reinbringt. Bei der Betrachtung der Performance, der Rendite, seit 2009 im Kapitel zuvor, stellt man sich dann aber die Frage, warum man überhaupt diesen aktiv gemanagten ETF mit in sein Portfolio aufnehmen sollte, wenn ohnehin die Performance über diesen langen Zeitraum oder über längere Zeiträume generell relativ ähnlich zum MSCI World ist und der VanEck ETF von seiner Aktienauswahl her schwer nachvollziehbar ist. Abgesehen davon wollte man breit diversifizieren, dann noch entsprechende Emerging Markets ETFs und ETFs für Europa sowie die restlichen Industrienationen hinzufügen, um keinen 100% US-Fokus zu haben. Kurzum, eure Integration des ETFs in euer Portfolio würde mich hier brennend interessieren. Ich vergebe daher für die Prognose dennoch 3 von 5 Sterne. Klar, der ETF performt nicht schlecht und durch seinen Mechanismus wird er womöglich auch immer 40 relativ erfolgreiche Unternehmen beinhalten, die einen subjektiven und teilweise objektiven Wettbewerbsvorteil besitzen und zudem so konstant sind, dass ihr Fair Value berechnet werden kann. Wer sich hier auf Morningstar Research Experten verlassen möchte, für den ist der ETF jedoch sicherlich interessant. Das sinnvolle Kombinieren im Portfolio ist trotzdem schwer.
Für das Portfolio des ETFs habe ich aufgrund des schwer nachvollziehbaren aktiven Ansatzes 2 von 5 Sterne vergeben. Für die Produktkriterien gab es aufgrund der enorm großen negativen Tracking-Differenz 2,5 von 5 Sterne. Für die Performance erhielt der ETF noch gute 3 von 5 Sternen und für die Prognose sind es ebenfalls 3 Sterne geworden. Und das, obwohl sich der ETF nur schwer ins Portfolio integrieren lässt. Insgesamt erhalten wir einen Durchschnitt von 2,625 Sternen, den ich auf 2,5 Sterne abrunde. Meine persönliche Meinung, auch wenn ich diesen aktiven Ansatz eigentlich spannend finde, dass hier grundsätzlich auf Wettbewerbsvorteile und Unternehmen gesetzt wird, die gerade relativ günstig zu ihrem Fair Value bewertet sind, so hat dieser ETF für mich den großen Nachteil, dass ich ihn schlecht in mein Portfolio integrieren kann. Man muss sich hier auf die Morningstar-Analysten verlassen, was man durchaus tun kann. Dann bekommt man für eine deutlich erhöhte Gesamtkostenquote immerhin einen halbwegs regelmäßig gemanagten aktiven Fonds, der natürlich immer noch günstiger ist als viele Fonds mit hohen Ausgabeaufschlägen. Ich sehe hier jedoch für mich persönlich keinen Vorteil gegenüber einer breit diversifizierten Portfoliostrategie, die weltweit mehrere hundert oder tausende Unternehmen abdeckt. Auch wenn die 40 Unternehmen sehr schnell durchgewechselt werden in diesem Index, so ist für mich die Nachvollziehbarkeit und die Tatsache wichtig, dass eine entsprechende Strategie über Jahrzehnte ohne Bedenken durchgezogen werden kann. Das sehe ich grundsätzlich bei aktiv gemanagten ETFs bzw. Indizes kritisch und habe den ETF daher auch nicht in meinem Portfolio und habe auch nicht vor, ihn einzubinden. Wie habt ihr den VanEck Vectors Morningstar US-Wide Mode ETF in euer Portfolio integriert? Schreibt eure Meinung dazu gerne in die Kommentare oder auch die Meinung generell zu diesem ETF. Die Kanalmitglieder können übrigens abstimmen, welche Aktien- bzw. ETF-Analyse ich in Zukunft machen soll. Um mehr zu erfahren, klickt auf den Button Mitglied werden unter dem Video. Dieses Video ist keine Finanz- und Anlagenberatung. Die Vortragenden und Produzenten können nicht haftbar gemacht werden, wenn ihr mit dem Handel von Wertpapieren Verluste erwirtschaftet. Dieses Video dient einzig und allein der Unterhaltung.